Hallo, herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Was wäre das Schnitzen nicht ohne scharfe Werkzeuge? Das Schleifen ist ein Riesenthema. Ich habe hier drüben gerade auf dem Handy bei Instagram so einen Beitrag gesehen. Da hat so ein Schnitzprofi, der irgendwie auch Kurse gibt. Ich weiß nicht genau, wo er herkommt. Ich glaube, er lebt irgendwo da in den Vereinigten Staaten. Und da hat er an so einer Sichtschleifmaschine so ein Messer ganz perfekt geschliffen irgendwie. Und das war dann rasiermesserscharf und alle haben natürlich gestaunt. Das habe ich nur so flüchtig gesehen und da habe ich wieder gedacht, jawohl, das ist ein Riesenthema für alle Hobbyschnitzer. Und ich habe ja hier nun auch so einige Videos gemacht zum Schleifen. Also ich habe den Standpunkt, ich möchte eben keine Dogmen verkündigen. Deshalb versuche ich auch manchmal mit dem Schnellläufer zu schleifen, also der eben sehr schnell läuft, wo richtige Funken fliegen, ohne Wasserbad. Und jetzt schleife ich mal hier mit der Tormek. Also die Tormek funktioniert ja nur mit dem Wasserbad. Ich persönlich habe immer den Schnellläufer gerne genutzt, weil das eben schnell ging und ja, weil das eben das einfachste Gerät, was ich hier bei meinen teilweise auch Umzügen immer mitnehmen konnte und verwenden konnte. Und das war einfach immer sehr, sehr praktikabel und gerade das kleine Gerät, wo ich dann links noch eine Filzscheibe dran hatte, das war einfach super, dass ich da schnell schleifen konnte und dann auch noch mal ein bisschen abpolieren. Genau, da sagen jetzt die Fachleute, das ist überhaupt nicht richtig, sondern man muss das ja nass schleifen und dann abziehen. Ja, also das kann man natürlich machen, ist der ideale Vorgang. Ich denke auch, das hält länger. Ja, das ist viel besser für die Schneide, dass sie eben wirklich schön direkt scharf spitz bleibt und eben auch richtig geschliffen ist und vernünftig durchgeschliffen, weil bei dem Schnellläufer manchmal die Phase ja nicht immer der gleiche Ansatzpunkt ist, dann schimmert das manchmal so ein bisschen und ja, es ist alles nicht so ideal, aber es funktioniert auch. Also ich habe jetzt hier ja von Herrn Spangler dieses Hobbysystem hier stehen mit einer Keramikscheibe, also die ist wirklich sehr, sehr gut, weil sie einfach ganz schön wegnimmt und ich kann hauchzart an die Schneide vorne ranschleifen, ohne dass ich also Verlust habe, aber wenn das halt ein bisschen runterpoliert ist, vorne die Schneide, kann ich da ganz toll nachschleifen. Also diese Keramikscheibe ist wirklich ein Traum, ja, die finde ich richtig, richtig gut. Und jetzt habe ich aber mal die alte Tormek aufgebaut. Ich habe das damals in der Ausbildung auch noch an dem Nassschleifstein gelernt, aber nicht an so einem wie der Tormek, das ist ja wirklicher Luxus, sondern an so einem riesigen Sandstein, also Durchmesser so 70, 80 Zentimeter, richtig große Klopper waren das und das funktioniert aber einzigartig gut, vor allem wenn der Stein richtig ausgewuchtet ist. Das kann man ja mit einem Kreuzsupport schön wirklich perfekt abrichten, diesen Stein, und dann ist er natürlich auch genau gerade. Und für alle, die ein bisschen bildhauerliches Geschick oder Denken haben, kann man den natürlich auch mit Hautechniken richtig schön ins Maß bekommen. Also der Tambacher Sandstein ist dafür tiptop geeignet, den wir hier in Deutschland haben, aus Thüringen oder aus Niedersachsen, der Oberkirchener Sandstein, die eben sehr, sehr hart sind. Der Tambacher ist der härteste, den wir hier haben. Und der Oberkirchener kommt gleich danach, würde ich sagen. Der Tambacher ist so rötlich und der Oberkirchener so grau. Und der Oberkirchener hat sogar, glaube ich, einen 99%igen Quarzanteil. Und auch die Bindung ist sehr, sehr fest, ja, dass das eben wirklich ein tiptop abrasiver Stein ist, der in der Natur vorkommt, wenn der richtig in der richtigen Lagerrichtung sozusagen gespalten und dann aufgerundet wird. Aufgerundet klingt lustig. Rund gemacht wird, dann ist es eben ein perfekter Schleifstein. Also wer sowas gerne mal haben will, wenn ich mal sozusagen nach Feierabend oder Rentner bin, wie auch immer, besorge ich mir vielleicht mal so ein Projekt, weil das ist einfach was ganz Herrliches, Nostalgisches und ja, vermittelt einfach irgendwie so eine Urtümlichkeit, wenn man dann darauf die Eisen schleifen kann, weil das muss man ja dann mehr oder weniger freihand machen und dann auch so den Schwung finden und nicht zu viel wegschleifen. Also das ist eine richtige Kunst für sich und dann eben schön abziehen. Ich denke auch, dass das das Beste für die Werkzeuge ist. Erstens ist dieser Stein gigantisch im Durchmesser, ja. Du machst keinen richtigen Hohlschliff, sondern das wird nahezu gerade. Und wenn du es dann abziehst, ist es einfach eine Direktheit, eine Spitzheit, ja, die man so nicht mit Polieren, also nicht so gut hinbekommt. Bei manchen Eisen ja, aber ich würde schon sagen, das Abziehen ist nochmal eine andere Hausnummer, ja. Und also es ist für die Eisen, denke ich, das Beste, was auch am längsten hält. Aber nun gut, ich habe immer diese Schnellläufer benutzt, weil das in meinen kleinen Werkstätten hier
Und manchmal musste ich ja auch hier umziehen und wechseln. Da ging das einfach sehr, sehr gut für mich in der Handhabung und ja, hat auch funktioniert. Jetzt habe ich diese Tormek, ich habe das von einer Witwe bekommen, wo der Mann eben verstorben ist. Da habe ich das uralte Tormek-Gerät bekommen. Das war, glaube ich, einer der ersten Tormeks. Sehen heute ganz anders aus, haben ein anderes Gestänge und so. Das habe ich abgemacht. Wenn du das gerne sehen willst, wie ich das umgebaut habe, dieses alte Gerät, dann verlinke ich das nochmal unter dem Video. Das ist auf einem anderen Kanal, wird das jetzt veröffentlicht. Und hier zeige ich jetzt mal nur, wie ich ganz konventionell im Standardvorgang ein einfaches Schnitzeisen daran schleife. Ich habe auf dieser alten Maschine einen neuen Stein gemacht, denn der Vorbesitzer hat den 250er Stein auf 18 cm runter geschliffen. Den habe ich schon auf eBay verkauft. Also herzlichen Glückwunsch an diesen glücklichen neuen Käufer aus NRW. Viel Freude damit, denn es gibt ja auch noch kleinere Tormeks, wo man eben diesen Durchmesser durchaus verwenden kann. Und ich habe da jetzt einen Blackstone drauf gemacht, also der wird so beworben, eben von Tormek, weil er ist ziemlich dunkel und wenn er dann im Wasser badet, wird er nochmal schwärzer oder dunkler. Und der ist extra hart für HSS-Stähle und daran kann man eben Drechseleisen schleifen, weil jetzt hat mich hier meine Kollegin, die immer da drüben mal drechselt, also ab und zu, nicht ständig, aber sie drechselt da immer wieder. Sie wollte nun endlich ihre Röhren da mit dem Aufsatz schleifen, weil man da eine perfekte Wiederholgenauigkeit hat und eben sehr schön damit schleifen kann. Da haben wir das jetzt mal umgebaut, die neuen Teile bestellt, die habe ich und sie alle selber bezahlt, denn ich habe die Firma, die das vertreibt, angefragt. Mit bester Genehmigung darf ich das hier verlinken, wo ich das gekauft habe, denn da war es noch recht günstig. Aber diese ganzen Unternehmen habe ich natürlich auch versucht anzuschreiben, abzuklappern. Die lehnen das in der Regel ab, weil die jetzt ganz, ganz viele solche Anfragen bekommen, weil es gibt ja Haufen Kanäle jetzt wie meinen oder so. In den letzten Jahren ist das ja so eine richtige Schwemme geworden hier auch auf YouTube, die dann so versuchen, so Kooperationen zu bekommen und ja, dann ist es eben irgendwann vorbei, ja, dass die Unternehmen dann keine Lust mehr darauf haben oder ihren Vertrieb doch eigenständig besser organisieren können, mich gar nicht mehr dazu benötigen. Ja, so ist es jetzt eben. Deshalb habe ich da keine Partnerschaft oder Unterstützung bekommen, so viel zur Transparenz. Wir haben das also selbst bezahlt und das heißt, das ist mein eigenes Gerät. Und ja, genau, ich werde jetzt daran mal ein Schnitzeisen schleifen und das ist eine gute Sache, würde ich sagen. So kann man das zu Hause gut nachmachen. Mich haben Leute angefragt und angeschrieben, soll ich mir diese kleine Tormek oder so eine große T8 kaufen? Und dann ist in dem Gespräch recht schnell klar geworden, hey, guter Mann, kauf dir diese T8, wenn du genug Geld hast, wenn du einen guten Job hast, wenn du Freude daran haben willst, kauf dir diese fette Tormek. Ich denke, das lohnt sich, das ist ein super Gerät mit den ganzen Aufsätzen, was es dazu gibt, dieses Konzept und so. Du kannst daran sogar deine Hobelmesser schleifen, also von der Abrichthobelmaschine, wenn du es wirklich willst, diese Streifenhobelmesser, die neuen natürlich nicht. Da gibt es ja mittlerweile Spiralwelle und alles Mögliche. Aber die alten kannst du daran schleifen mit dem richtigen Aufsatz. Das ist also ein sehr vielseitiges Gerät und ich denke, so für die Hobbywerkstatt ist das ideal, weil niemand kann sich eigentlich so einen riesigen Sandstein zu Hause hinstellen, weil entweder haben die Leute sowas nicht mehr oder können das nicht bedienen oder es ist dafür kein Platz da. Von daher ist die Tormek die ideale Lösung. Und ich mag das Gerät sehr, denn es schleift auch sehr schön. Das Schliffbild ist tipptopp. Der Schliff am Eisen ist richtig fein und sauber, also gleichmäßig. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Von daher würde ich das jetzt gerne mal kurz vorstellen, wie ich das schleife. Wie gesagt, wenn dich interessiert, wie ich diese Maschine so ein bisschen umgebaut habe und die Teile daran gebaut habe, das Video verlinke ich nochmal unter diesem Video. Dann wirst du direkt dahin geleitet hier auf dieser Plattform. Und daran schleife ich dann auch noch Drechseleisen an dieser Scheibe auf diesem anderen Video. Aber jetzt geht es hier zum Schnitzeisen. Hier liegen ein paar Standard-Schnitzeisen, wie ich sie tagtäglich verwende. Der Stich 5 ist sehr häufig in meiner Schnitztasche zu finden, aber auch der Stich 3, so für Sauberschnitzarbeiten, hätte ich den gerne immer schön scharf. Dafür steht da drüben die Tormek, wo ich jetzt gleich rangehen werde. Da ist aber dieser Blackstone drauf, der ja für die Drechseleisen beworben wird, also ein sehr harter Stein. Und ich möchte jetzt gern zeigen,
Wie kann ich da mit Schnitzeisen schleifen, beziehungsweise wie gut geht das? Was ist mein Eindruck, dass ich so ein bisschen diesen Test mache, aber ich möchte auch ermutigen, diese Geräte zu benutzen. Also ob das jetzt eine Tormek oder ein günstigeres Gerät ist, sei völlig dahingestellt. Es geht um dieses System Nassschleifgerät und da gibt es ja viele auf dem Markt. Und da kann ich nur ermutigen, diese zu benutzen, denn für die Schnitzeisen ist das eigentlich so, würde ich sagen, die beste Herangehensweise. Und vor allem, wenn man im Hobby sich etwas Zeit dafür nehmen kann, würde ich doch das empfehlen, wenn man auch das nötige Geld hat und so weiter, damit zu arbeiten. Ich will aber den grundlegenden Trick zeigen, wie kann ich ohne eine Schleifhilfe eine wirkliche Wiederholgenauigkeit hinbekommen, auch für die Schnitzeisen, wenn ich jetzt dieses Eisen zum Beispiel mehrmals schleifen möchte hintereinander oder wenn ich das sehr oft benutze und wenn es stumpf wird, muss ich es ja immer wieder gleichmäßig ansetzen können und auch die Phase schön gleichmäßig schleifen. Wie kriege ich das hin? Da gibt es einen einfachen, guten Trick, der aber für fast alle Schnitzeisen sehr, sehr gut funktioniert und da gehe ich jetzt mal rüber an das Gerät. So, wir stehen jetzt hier an der Tormek und dazu ist jetzt wirklich nicht viel. Ich habe ja hier mein Gestänge. In dem Video habe ich ja gezeigt, wie ich das rangebaut habe. Vielleicht sieht deine Maschine völlig anders aus, das ist aber alles egal. Und zwar gehe ich hier runter an die Angel des Eisens. Man nennt ja diesen Bereich hier praktisch, wo das Werkzeug seine Angel hat. Da ist ja im Holz, ist ja wie so ein, wie soll ich sagen, ein quadratischer Keil, der ins Holz getrieben wird, oder bei den neueren ist es meistens auch rund und länglich. Und dann kommt diese Angel hier, also wie so ein Absatz, der auf das Hirnholz dieses Heftes hier oben aufstößt, dass das einfach nicht weiter reinrutschen kann und das Heft sich nicht spaltet, wenn ich da hinten schön drauf haue. Das ist also diese Angel und da ist ja immer hier fast bei allen Eisen wie nochmal so ein Absatz, wo das Eisen sich dann hier verjüngt wiederum. Und diesen Punkt, den lege ich hier an die Stange an, weil das wird jetzt meine Führhilfe, ja, wo ich das Eisen schön führen kann. Das rutscht in der Regel nicht weiter vor, wenn ich hier bisschen von oben drücke, kann ich das Eisen hier an dieser Angel führen. Im Video ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen und zwar habe ich immer diesen Ansatzpunkt zum Schleifen als Angel bezeichnet, aber die Angel ist ja nur das, was nicht sichtbar im Werkzeugheft drin steckt. Und das hier oben, das ist also die Krone und dieser Punkt, wo das in der Verjüngung in das Werkzeug übergeht, das ist der Punkt, wo ich immer ansetze zum Schleifen. Wenn ich also sage, ich setze die Angel an, dann meine ich natürlich die Krone. Ich habe das einfach jetzt leider nicht lehrbuchtechnisch richtig gesagt, weil ich natürlich auch nicht jeden Tag mich um die Krone des Werkzeugs kümmere, sondern eher um die Schneide. Von daher sei es mir nachgesehen. Also hier oben, das ist die Krone und das ist der Ansatzpunkt hier an der Unterseite zum Schleifen, wo ich an die Stange ansetze oder an einem selbstgebauten Hilfsklotz. Und im nächsten Schritt suche ich mir also den richtigen Winkel. So, das war jetzt mehr oder weniger Glück, dass es jetzt schon passt. Ich kann dann hier die Schraube auch vorstellen. Wenn man jetzt, ich habe jetzt leider kein Edding da, aber man könnte jetzt hier mit einem Edding praktisch auch nochmal diesen Punkt markieren oder hier hinten auch, dass man dann sagt, okay, ich schiebe diese Stange immer an den gleichen Punkt, für Eisen sowieso oder wie auch immer. Man misst sich das hier ab, notiert sich das auf den Zettel, legt das in die Schublade unter dem Gerät, dann ist man da auf der sicheren Seite. So, als nächstes kontrolliere ich das nochmal, dass ich also wirklich nicht vorne die Schneide sofort wegschleife. Und dann mache ich erstmal das Gerät an. Und ich will jetzt praktisch hinten an der Phase kontrollieren, wenn ich den ersten zarten Schliff mache, wo ist mein Ansatzpunkt. Idealerweise sollte das hier in der Mitte ungefähr sein. Ich kann auch das Eisen hinten mit dem Edding, den muss ich mal kurz rüberholen. So, hier habe ich sogar den richtigen Stift dafür. Das ist ein Tormek-Stift. Übrigens, die Sonne ist schon rausgekommen. Wenn ich hier ein Video mache, kommt die Sonne. So, damit tue ich das Eisen hinten an der Phase mal so ein bisschen schwarz machen. Aber ich will jetzt nicht alles voll schmieren. Ich brauche ja nur diesen einen Punkt, weil das zeigt mir halt wirklich, wo ist jetzt mein Ansatzpunkt. Ja? Also da kann ich mich nicht selbst betrügen, sondern das ist dann sehr exakt.
ich denke, man kann das jetzt hier sehen. Also das hatte ich hier bis runter schwarz gemalt und da ist jetzt mein Ansatzpunkt. Das heißt, ich könnte hier noch so einen Hauch nach hinten. Okay, es ist fast noch genauso, aber ein kleines bisschen höher bin ich gekommen mit meinem Ansatzpunkt und das werde ich jetzt so belassen. So, und jetzt achte ich vorne auf die Schneide. Ich kann ja hier so ein bisschen schwenken, falls das Eisen schon leicht rund sein sollte, wie das jetzt hier bei mir ist. Muss ich dem ein bisschen Folge leisten, aber das ist ja nur sehr wenig. So, und dann übe ich halt wenig Druck aus, versuche die Breite des Steins zu nutzen. Schleife gleichmäßig. Mit der hinteren Hand drücke ich halt das runter und hier ran und führe immer schön. Und mit der vorderen drücke ich das auf den Stein runter. Also mit der linken Hand dann. So, man sieht jetzt schon, es hat auch herrlich geschliffen. Ich bin noch lange nicht vorne, außer hier, da bin ich schon fast dran. Ja, das Geräusch ist sehr schön und das wird ein herrliches Schliffbild. Hier vorne sehe ich noch diese Spur, wo das noch poliert war. Da ist einfach noch etwas zu viel alter Schliff. Hier oben sehe ich bereits so einen hauchzarten Grat. Ich sehe jetzt, dass ich hier ein schönes, sehr, sehr gleichmäßiges Schliffbild habe. Also das ist auf jeden Fall der Beweis, dass der Ansatzpunkt mit der Angel auch an der runden Stange, dass das funktioniert. Dass das ein Hilfspunkt ist, wo ich das Eisen wirklich führen kann. Es gibt ja so Vorrichtungen, also für hauptsächlich Drechsel habe ich das gesehen, die haben so eine ganz lange Stange, wo dann hinten wie so ein Blech ist oder so eine Aussparung, wo man diesen Punkt vom Werkzeug reinsteckt oder das ist wie so eine Halterung und dann tut man genau mit dem gleichen Prinzip so große, lange Schrubbröhren und sowas schleifen. Aber hier ist es einfach an der Angel sehr gut geeignet und ich meine, die Tomek haben ja alle dieses Gestänge, von daher kannst du hier ganz hervorragend dein Eisen ansetzen. Da gibt es überhaupt kein Problem, da braucht man keine Einspannvorrichtung oder irgendwas, weil die Schnitzeisen ja in der Regel diese Bauform haben, die nicht allzu lang, nicht allzu groß ist. Das heißt, du kannst fast jedes handelsübliche Eisen mit der normalen Einstellung hier ranbekommen. Auch wenn das bei deinem Gerät vielleicht noch etwas weiter hier sitzt und du das noch weiter rausziehen musst, funktioniert es trotzdem noch. Denn auch wenn du die Stange ganz weit hinten einspannst, hast du hier noch einen guten Halt. Also da gibt es überhaupt kein Problem, da sehe ich gar keine Probleme. Und der Schliff ist einfach nur herrlich. Ja. Auch das Geräusch hier am Stein gefällt mir alles sehr gut. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, als ob dieser Stein sich irgendwie falsch abnutzt oder so. Das, was hier an Schleifschlamm ist, das ist sicherlich auch noch ein bisschen alter Dreck aus der Wanne. Die wasche ich eigentlich jedes Mal aus. Nach jedem Schleifvorgang wasche ich das Ding aus. Und ich tue das auch sehr regelmäßig. Man sollte das eigentlich so bei jedem Schleifvorgang einmal vorsichtig diesen Stein hier raufhalten. Das ist, ich würde sagen, es müsste eigentlich ein Korundstein sein, der eben sehr hart verpresst ist, ein sehr, sehr hartes Material. Damit kann ich diesen Stein vorsichtig abrichten. Aber er hat eben auch nochmal die Eigenschaft, besonders wenn er etwas gröber ist, vielleicht, also so sollte er mindestens sein, dass es die Oberfläche ganz minimal nochmal aufreißt und frisch und scharf macht. Der muss nämlich immer scharf sein. Ja. Ich spüre das ja, wenn ich hier rüber ziehe, der Stein hat eine schöne Schärfe, also dieses Abrasive, sagen ja die Steinfachleute, dass der Stein abrasiv ist, dass er wirklich
Metall schleifen kann, und das spüre ich hier. Und der Stein verstärkt das eben nochmal. Besonders wenn ich jetzt mal 5, 6 Eisen geschliffen habe, kann ich damit rechnen, dass Metallpartikel an der Oberfläche hängen, und dann sollte ich diesen Stein einmal aufsetzen, wenn sich das Gerät dreht. Natürlich muss ich dann wieder Wasser nachgeben. Das ist ein bisschen nervig, aber ohne dem geht es ja nicht. So, man sieht so ein bisschen diese grauen Schlieren, die sich dann bilden. Das ziehe ich halt einmal vorsichtig hier rüber. Ich will den Stein ja nicht kleiner machen, sondern es geht nur um die Oberfläche, dass die wieder schön scharf ist und diese Aggressivität hat und die optimale Schärfe und eben auch sauber ist. Und das ermöglicht mir dieser Abrichtstein. Gut, jetzt poliere ich noch einmal hier drüben und dann schleife ich die nächsten Eisen. Jetzt kommt hier das nächste Eisen dran. Ich habe das wieder hier vorne markiert. Das lässt sich auch genau so ansetzen. Hier unten an der Angel, die eben auch so ein bisschen rauskommt. Die ist hier bei dem Hersteller Dastra etwas kleiner ausgeprägt. Aber dafür habe ich hier hinten eben auch die Kante des Heftes, die in dieser Zwinge eingefasst ist, die hier eben auch hier fungieren könnte. Aber die Angel an sich, der kleine Punkt hier, das reicht. Es ist erstaunlich, es bleibt trotzdem an dieser Stange gut hängen. Und ich merke auch, wenn ich nach oben rutsche, ja, das merke ich, das passiert mir manchmal, dass ich so leicht nach oben rutsche, weil der dreht sich ja auch in die Richtung. Und das merkt man aber sofort in der Regel, und dann rast man wieder hinten ein und dann geht es eben genauso weiter. So, hier ist jetzt fast wieder der gleiche Winkel. Ich muss ein Stückchen weiter nach vorne. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat eben seine Spezialisteneisen da irgendwie, die immer wieder stumpf werden, die man regelmäßig schleifen muss, ja, dann würde ich mir diese Maße aufschreiben, wie weit ich diese Stange rausziehe, und tue die irgendwo sicher verwahren. So, ich gucke halt wirklich, mein Kopf liegt hier direkt an der Seite, ich kneife das eine Auge zu und gucke dahin. Ein kleines Stückchen nach vorne könnte ich noch. So. Ja, das sieht recht gut aus. Man sieht es auch von oben, dass ich jetzt fast schon vorne an der Schneide bin. Dann mache ich jetzt nochmal den Test. So, der Stein hat sich jetzt vollgesaugt. Und dann bleibt das Wasser auch meistens an der Oberfläche, dann brauche ich nicht so oft nachschütten. So, jetzt ist der ganze hinten, der Schliff, ist doch noch ein bisschen zu weit hinten. So, einen kleinen Hauch bin ich nach vorn gekommen mit dem Ansatzpunkt. So ist schon besser, aber noch nicht gut. Ja, so ist gut. Jetzt bin ich weiter vorn, weiter in der Mitte. Kann ich auch nochmal drüben kontrollieren. Jawohl, also Ansatzpunkt ist jetzt hier wirklich im mittleren Bereich der Phase, und wenn die Phase so gut ist und sie mir gefällt, die richtige Länge hat, dann schleife ich die einfach so nach. Ja, da muss ich sie ja nicht verändern im Winkel. Da würde ich auch mein Eisen in der Regel meistens kürzen. Also bleibt das so. Okay, ich schleife jetzt hier also wirklich sehr schön durch. Das nimmt weg, das funktioniert. Der Stein trägt ab. So, also das wird absolut.
Ja, ich sehe das hier, dass das richtig schön durchgeht. Hier vorne ist eben so ein hauchzarter Grat entstanden. Den muss ich aber abziehen, weil der hier bei dem Nassschleifvorgang irgendwie immer sehr intensiv wird, dieser Grat. Das ist beim Schnellläufer anders, würde ich sagen. Und also die Phase ist jetzt hier ein Traum. Also das ist sehr schön, auch für das Schnitzen. Mehr Hohlschliff dürfte es jetzt nicht haben, aber der ist eigentlich so hauchzart, dieser Hohlschliff, dass es noch alles im Rahmen ist. Im Gegenteil, ich würde sagen, der gibt dem sogar noch eine richtig schöne Spitzigkeit für diese feinen Eisen und so zum Sauberschnitzen. Sollte das dem doch auch noch weiter entgegenkommen. Okay, dann kann ich die anderen auch alle bedenkenlos so weiterschleifen. Ja, man sieht, hier unten einfach ansetzen, ranhalten. Da würde ich jetzt nicht hier so freihand irgendwie oder so das schräg halten, wie auch immer. Also freihand wird man da sich immer verkippeln, weitestgehend. Na klar, wenn man jetzt der Meister ist, dann wird man das irgendwie hinbekommen, wenn man es einfach so hält. Aber das ist ja kein Schaden, das hier an die Stange einfach anzusetzen mit der Angel unten und dann durchziehen. Ich muss natürlich, wenn ich die ganze Phase dann allmählich durchschleife, muss man irgendwie ein bisschen mehr Druck ausüben, habe ich das Gefühl, dass der Stein dann wirklich optimal arbeitet und dann kann ich mich eigentlich relativ schnell vorne an die Schneide ranschleifen und mache den Grat möglichst hauchzart und ziehe ihn dann halt einfach ab und ziehe das dann per Hand nochmal übers Leder, weil hier müsste ich nochmal die Paste entweder nochmal eine andere Paste nehmen, die irgendwie ein bisschen cremiger, noch ein bisschen feiner ist und dass er mir noch etwas besser den Schleifvorgang unterstützt und also das lässt sich hier nicht optimal abpolieren. Okay. So, das ging jetzt schnell. Man merkt, der Stein trägt wirklich schön ab. Also da bin ich sehr zufrieden. Das ist viel, viel besser als der andere, der zuerst drauf war. Das war offenbar der Originalstein, der auch irgendwie vom Vorbesitzer auf 18 cm runtergeschliffen war. Also der war dann nur noch ungefähr hier auf der Höhe. Viel, viel kleiner und es ging viel mühsamer. Genau, das werde ich jetzt nochmal abziehen. Den Grat. Das Gute ist, man sieht es auch schön, dass sich da irgendwie dieser Grat so hoch krampelt und das macht also viel Freude. Natürlich ist dieser Grat, der ist irgendwie haltbarer. Ich kann es mir auch nicht erklären, der ist irgendwie fester als bei dem Schnellläufer. Dadurch lässt er sich schlecht wegpolieren und dann läuft man wieder Gefahr, die Schneide rund zu machen. Also ist Abziehen doch erstmal die bessere Wahl. So, vielleicht sieht man das hier so ein bisschen, wenn ich das hier so ein bisschen bewege, hier oben. Ich sehe jedenfalls deutlich hier einen Metallpartikel kleben und irgendwie ist es so an der ganzen Oberfläche, sieht man diese leichten Metallpartikel und deshalb sagte ich ja unbedingt dann diesen Stein nochmal verwenden, dass das wieder zumindest so gut es eben geht. Irgendwann sitzt es natürlich dann in jeder Pore, klar, da muss ich halt mal richtig abrichten, aber ich meine, solange wie man es mit wenig Abrichten wegbekommt, das
müsste halt wirklich weg. Ne? Das stört am Stein und es ist aber überall deutlich auffällig, dass diese Metallpartikelchen, die können dann eben das Schliffbild ja wesentlich langsamer machen und dass der Stein dann nicht mehr richtig arbeitet, nicht mehr richtig greift. Deshalb muss auch immer unten die Wasserwanne unbedingt raus und die tue ich dann richtig schön sauber machen, dass der Dreck, der sich da dran sammelt, mir nicht noch den Stein dann noch mehr dreckig macht. Also nach jedem Schleifvorgang unbedingt das Wasser raus. Das Wasser muss eh vom Stein weg, dass der nicht eirig wird und sich irgendwie falsch abnutzt dadurch, dass er vielleicht eine Seite vollgesogen ist, die andere trocken und so. Also da muss man immer aufpassen mit dem Wasserbad. Aber wenn man auf diese Sachen schön achtet, wird man damit also regelmäßig, dauerhaft sehr, sehr viel Freude haben. Und ich mache das jetzt nochmal gleich für den nächsten Vorgang. Man sieht so schön diesen Schleifschlamm. Dann merke ich halt, okay, das hat geholfen. Ja, das wirkt reiner. Und dann nehme ich vielleicht sogar nochmal ein Tuch und tue das nochmal abputzen mit so einem alten Lappen. Hier unten, also wirklich der Hinweis, man sieht hier diese graue Soße. Und das ist aber nicht nur Stein, sicherlich ist auch ein bisschen was vom Stein dabei, aber das ist eigentlich hauptsächlich Metall. Da hat es ja wirklich was weggeschliffen an der Phase und das muss eben weg. Dann immer gründlich auswaschen und gut entsorgen, diese Brühe, ja, dass man die also nicht da drin lässt. Weil das stand hier eben eine lange Zeit. Das war ja auch noch von einem Vorbesitzer und das ist eben alles Rost. Ja. Hier diese Metallschicht. Das kann man sich natürlich ersparen, wenn man diese Wanne immer schön sauber hält. Jetzt hier beim eigentlichen Abziehvorgang angekommen. Wem das zu viel ist, hat er natürlich auch die Möglichkeit, das abzupolieren. Auch hier gibt es natürlich verschiedene Ansätze, dass manche das Eisen dem Stein zuführen. Ich würde sagen, so alles was mit Tischler- und Stecheisen zu tun hat, da ist das sehr sinnvoll. Dass man da auch nicht den Winkel falsch macht irgendwie. Aber hier, das muss ja alles recht schnell gehen oder deshalb polieren halt auch viele und ja, man hat halt wesentlich mehr Eisen und alles. Deshalb machen es dann auch viele aus der Hand, wenn sie noch abziehen. Okay, jetzt bin ich hier am Ende. Und jetzt ziehe ich das halt nochmal hier richtig schön über mein Leder. Das sollte ich auf jeden Fall mal machen.
Werkzeuge sind jetzt geschärft. Jetzt mache ich halt mal den Test, dass ich das Eisen ganz weit hinten anpacke und ohne Kraftaufwand mal hier rüber fahre. Und dann muss es eben Späne abheben, dass ich wirklich merke, das Eisen ist spitz, scharf. Ja, mit so wenig wie möglich mal probieren. Und man spürt schon, dass das sehr hauchzart Späne abnehmen kann. Hier ist noch besser. Ja, wirklich nur so mit 2 Fingern ich schnitzen kann. Und wenn ich jetzt halt einen richtigen Stich mache, sehe ich halt sofort, dass ich hier eine tolle Schärfe drauf habe und dass das Ganze toll funktioniert. Auch hier mein Flacheisen schneidet wundervoll quer zur Faser. Also zum Schliffbild der Phasen, ne? Ganz hervorragend. Und mit dem Abziehen habe ich so eben ganz leicht vorne diesen Bereich von 2 mm so ein bisschen poliert. Ja? Da greift eben der Stein eben genau vorne, wo er soll. Und das ist wirklich ein Genuss und fachlich eben auch richtig. Alles jetzt mal gemacht und diese Nassschleifgeräte, würde ich sagen, helfen da hervorragend, weil sie eben auch genau auf diesen Stahl abgestimmt sind, dass es eben nicht heiß wird und dieses wundervolle Schliffbild, diese Gleichmäßigkeit und auch diese tolle Schärfe. Natürlich das Abziehen, das dauert eben lang, aber wenn man dann die Eisen auch schön schont und ordentlich behandelt, haben sie eine tolle Spitzigkeit. Das ist was anderes als geschwabbelt oder eben nur poliert. Wenn man das mit Polieren erzielen will, dann braucht man eben eine Polierscheibe, die sehr, sehr hart ist. Und dann kann man dementsprechend auch so gut wie nicht richtig abtragen, sondern man braucht dann auch eine ganz feine Paste und dann darf das nicht zu heiß werden und. Also von daher ist das von Hand doch eine schöne Sache. Auch hier habe ich ein ganz herrliches Schliffbild und es macht schon richtig Freude, damit zu schnitzen. Ja, ich würde sagen, das war eine gelungene Sache. Der Stein ist absolut empfehlenswert. Ich würde mir gar keinen anderen Stein mehr besorgen. Das hatte ich auch noch geschliffen, das geht auch gut. Weil der ist eben so schön hart, ja, im Vergleich zu dem Standardstein, der da drauf ist, normalerweise, oder den man sich so standardmäßig kauft, ist der harte Stein insofern besser, dass er einfach immer schön seine Form behält. Und ich kann da richtig drücken. Ich kann mehr drücken als bei dem anderen, habe ich festgestellt. Jedenfalls so meine Erfahrung. Vielleicht magst du das anders sehen. Aber der harte Stein, der hat wirklich was für sich. Und wenn du halt wirklich mal Drechseleisen HSS schleifst, ja, dann bist du sowieso auf der sicheren Seite und auf der richtigen Seite mit diesem harten Stein. Also den würde ich mir definitiv sofort wieder kaufen. Der macht richtig Spaß und tut mir meine Schnitzeisen hier also wirklich eine optimale Schärfe durch diesen tollen Schliff verleihen. Und der ist eben auch schön fein. Dieses feine Schliffbild hier, also das ist super. Da kann so manch ein Schnellläufer natürlich überhaupt nicht ran, weil die meistens gröber sind. Und von daher ist das eigentlich optimal, würde ich sagen. Und diesen Stein kann ich somit uneingeschränkt empfehlen.